Herzlich willkommen hier am Heidelberger Schloss. Es freut mich sehr, dass ich mit Ihnen zusammen auf eine Zeitreise gehen darf, hier an der wohl berühmtesten Ruine, die wir in Europa haben, einem der ganz großen königsgleichen Schlösser, die über 800 Jahre immer wieder wesentlich die europäische Geschichte beeinflusst und geprägt hat. Um 1600 gehörte das Heidelberger Schloss zu den großen Residenzanlagen Europas. Ein Teil seiner Berühmtheit für die Zeitgenossen war der Hortus Palatinus. Eine wunderbare, riesengroße Gartenanlage, orientiert an den italienischen Renaissancegärten. Und einen letzten Rest sehen wir hier hinter uns, den Vater Rhein, ursprünglich Teil eines großen Wasserparterres. Löwen, wohin man blickt. Wir werden sie immer wieder entdecken auf unserer Zeitreise hier durchs Schloss. Und die Löwen sind auch wichtig, denn sie sind das Wappentier der Wittelsbacher. Und die ältere, also die wichtigere und bedeutendere Linie der Wittelsbacher residierte hier am Heidelberger Schloss als Kurfürsten. Und 1778 übernahmen die pfälzischen Wittelsbacher auch noch den Thron in Bayern. Und auf dem blieben sie sitzen, bis 1918 das Königtum in ganz Deutschland zu einem Ende kam. 800 Jahre stand an dieser Stelle eine Burg. Zuerst eine richtig trutzige Ritterburg, die ganz auf Verteidigung ausgerichtet war. Und dann entwickelte es sich immer mehr zur Residenz, nahm immer schlossähnlichen Charakter an. Das war so bis 1689, als die Franzosen kamen und anfingen, das Schloss zu zerstören. 1693 haben sie dann diesen Zustand erzeugt, den wir jetzt gerade sehen. Aber bevor wir jetzt ins Innere gehen, noch etwas ganz Besonderes. Jetzt gehen wir in die Abgründe, runter in den Hirschgraben. Herzlich willkommen im Hirschgraben, der großen Zwingeranlage des Heidelberger Schlosses. Im 16. und 17. Jahrhundert waren hier Hirsche und wilde Bären untergebracht und heute ist es ein Refugium für bedrohte Tierarten. Wir haben hier eine der größten Fledermauspopulationen in Deutschland, denn hier in den Gewölben und den Kellern können diese Tiere überleben und überwintern. Aber auch sonst ist Heidelberg eine Insel der Biodiversität geworden für gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Über 800 Jahre wurde am Heidelberger Schloss gebaut. Jede Generation hinterließ ihre Spuren. Wir haben hier ja nicht eine große einheitliche Palastanlage, sondern wenn wir genau hinschauen, bemerken wir viele unterschiedliche Palastbauten nebeneinander. Und mitunter griff man sogar auf die Vergangenheit zurück. Diese Säulen hier stammen aus der Pfalz Karls des Großen, also 400 Jahre bevor das Heidelberger Schloss gebaut wurde, aus Ingelheim. Und wahrscheinlich sind sie sogar noch viel älter, denn sie wurden sehr wahrscheinlich einstmals in einem römischen Tempel verwandt. Das Heidelberger Schloss hatte ja zwei Karrieren. Zum einen als große königsgleiche Residenz der Wittelsbacher Kurfürsten und zum anderen als romantische Ruine des 19. Jahrhunderts. Und alle, die empfindsam waren hier. William Turner, Hölderlin, Brentano, Hebbel, aber auch Marlene Dietrich, Nelson Mandela oder die Kaiserin Sissi und natürlich unser Dichterfürst Goethe. Er hat eine ganz eigene Beziehung zu diesem Park und diesem Schloss, denn er wollte sich hier mit der ihm sehr vertrauten Marlene von Willemer treffen. Er traute sich aber nicht, blieb weg, der Feigling, hat das Ganze dann aber literarisch verarbeitet im westöstlichen Divan. Am Heidelberger Schloss wurde Liebesfreuden erlebt und Liebesleid erlitten. Ein besonderes Beispiel für die Liebesfreuden ist das Elisabethentor. Es wurde angeblich in einer Nacht von Kurfürst Friedrich V. für seine geliebte Frau Elizabeth Stuart erbaut. Das muss nicht stimmen,
aber es ist wunderschön erzählt. Für uns bedeutend ist es heute, weil es einer der ganz wenigen Beispiele des Frühbarock ist. Sie sehen, wie plötzlich in den nüchternen Renaissanceformen das Dekor einzieht, wie die Lust an der Ausschmückung überhand nimmt. Und wenn Sie genau hinschauen, entdecken Sie auch kleine Vögel und Eichhörnchen.